Die Schule hat wieder angefangen. Wir stehen hier auf dem Pausenplatz von der Kante Alpen. Die Schüler die sind wieder in den Räumen innen am Studieren und am Schwitzen. Und gleichzeitig zu dem Schulstart wird es auch politisch ein Thema. Bildungsqualität die soll im Kanton gesichert werden. Das fordert ein Komitee. Urban Sager, Sie sind also ein bisschen vorne dabei. Was meinen ihr damit? Was für Bildungsqualitäten sollen hier gesichert werden? Es geht grundsätzlich darum, dass im Kanton Luzern in den letzten Jahren, 5-6 Jahren, aufgrund der Finanzen, aufgrund der fehlenden Einnahmen, die wir haben, immer mehr Bildungsabbau stattgefunden hat. Es hat Freifächer gegeben, die gestrichen worden sind. Wir hatten Zwangsferien gehabt bei uns im Kanton Luzern von einer Woche. Wir hatten die Lehrarbeitszeit aufgesetzt. Wir hatten einzelne Schulen schliessen. Fachklasse Grafik war ein grosses Thema, auch national. Und das alles drückt enorm auf die Bildungsqualität. Und mit dieser Initiative, die wir jetzt lanciert haben, mit der Bildungsinitiative, wenn wir dem eigentlich jetzt die Einhalt gebieten, wir wollen, dass das endlich aufhört. Geht denn das so einfach, dass man sagt, hey, wir schreiben da ein paar Sätzchen und dann kommt es gut? Grundsätzlich ist es eine Verfassungsinitiative. Das heisst, das ist eigentlich der Grundtext, der unserem Staat, also im Kanton Luzern als Staat, so zugrunde liegt. Und wenn man dort innen eigentlich eben eine qualitativ hohe Bildung festschreibt, dann hat das Auswirkungen eigentlich auf alle Gesetze und entsprechend auch auf zukünftige Entscheidungen. Und diesbezüglich, ist das schon so. Wenn man es dort festschreibt und sagt, wir wollen eine qualitativ hohe Bildung, dann kann man das mit dem auch sichern. Wenn wir einen Punkt rausnehmen, ist das ja zum Beispiel das Schulgeld, soll auf der Sekundarstufe 2 wegfallen. Jetzt ist der Kanton Luzern finanziell ja nicht so gut beieinander. Funktioniert das gleich? Es muss funktionieren, aus unseren Augen, ganz klar, weil wir haben eine absolute Mehrheit der Kantone in der Schweiz und auch 4 von 6 Nachbarkantonen vom Kanton Luzern kennen keine so eine Grundgebühr für die Schule, die es ja schlussendlich ist. Man muss sehen, es gibt ja auch weitere Kosten, die entstehen, unabhängig von dieser Grundgebühr, Kopien, Sonderwochen, neu, auch immer mehr Laptops, die man muss kaufen. Wenn man ein Freifach besucht, kostet es 100 Franken. Wenn man ein Instrument spielt im Kanton Luzern, mittlerweile 1000 Franken pro Jahr. Also die Grundgebühr noch oben drauf, das ist einfach wirklich ein grosses Problem für Familien mit tieferen Einkommen und das ist eigentlich wirklich eine Chancengleichheit, die so nicht mehr gewährleistet ist. Und darum, wenn wir da auch, das hat auch mit Qualität des Bildungssystems zu tun, dass eben der Zugang für alle möglich ist und nicht vom Portemonnaie der Eltern abhängig ist. Das heisst, wenn es aber die Eltern nicht zahlen, dann fehlt Geld. Der Regierungsrat sagt, das wären 1,9 Millionen und die fehlen dann anscheinend einfach wirklich. Dort müssen wir dann an anderen Orten wieder einsparen. Das ist so die ewige Begründung, wenn man irgendwo natürlich sagt, wir wollen eine Gebühr abschaffen. Das ist klar, auch wenn man sagt, wir wollen das Angebot ausbauen. Grundsätzlich geht es darum, dass wir Ausgaben und Einnahmen haben in diesem Kanton. Wir von der Allianz für Lebensqualität wollen aber vor allem auch über die Leistungen reden. Wir wollen also darüber reden, was braucht es in diesem Kanton und jetzt hier konkret, was wollen wir für eine Bildung und dann eigentlich darüber reden und was müssen wir jetzt dafür machen, dass wir das Geld dafür haben, um das zu finanzieren. Und diesbezüglich ist klar, kann man eben auch die Einnahmen erhöhen und muss nicht, wie das die Regierung jetzt sagt, irgendetwas anderes einsparen. Also es wäre dann konkret mehr Steuern, die die Leute zahlen müssten? Es geht nicht unbedingt um die Leute, es geht im Kanton Luzern vor allem auch um die Unternehmen, die in den letzten Jahren eigentlich da sehr stark profitiert haben von dieser Tiefsteuerstrategie und die verhältnismäßig wenig gezahlt haben. Gerade Unternehmen, die ja auch eben angewiesen sind auf gute, ausgebildete Leute, die auch ein Interesse daran haben, an einer qualitativ hohen Bildung. Sie stehen diesbezüglich sicher mehr in der Pflicht, als sie das in den vergangenen Jahren gestanden sind. Also das Ganze ist sehr komplex. Der Bildungsdirektor Reto Weiss hat auch gesagt, so, das kann man nicht einfach so pauschal sichern, die Bildungsqualität. Das ist viel zu komplex. Das reicht nicht, dass man das einfach dann so in der Verfassung festschreibt. Also wenn es nicht reicht, dass man es in der Verfassung festschreibt, dann muss ich schon ein bisschen die Stirn runzeln, wenn das ein Regierungsmitglied sagt, dass die Verfassung dann nicht reicht, um einen Grundsatz festzulegen. Ganz klar reicht die Verfassung. Die Verfassung sind die Spielregeln von unserem Kanton. Und wenn man dort das festschreibt, dann ist das eben wirklich eigentlich ein Leitfaden, eine Vorlage, die für alles andere nachher zwingend muss gelten. Und klar, es zeigt sich dann im täglichen politischen Geschäft auch, in Form von Gesetzen, in Form von Arbeitsbedingungen, Personalgesetz von der Lehrperson, in Form von Schulangeboten, die wir haben. Also in diesen Diskussionen zeigt sich es dann schon im Detail, aber wenn wir jetzt in der Verfassung das eigentlich so oben durch festschreiben, dann gehen wir klar davon aus, dass dann das verbindlich ist für alle weiteren Entscheidungen. Und es ist wichtig, dass wir jetzt die Bildung eben sichern im Kanton Luzern, dass wir die von dem Abbau eigentlich jetzt in den vergangenen Jahren rausnehmen und da wirklich jetzt die Sicherheit einbauen für die Qualität von Bildung im Kanton Luzern.
Der Regierungsrat meint noch, es eigentlich rennen der offene Türen ein, weil ganz viele von diesen Forderungen schon erfüllt sind, auch ohne Verfassungsänderung. Ja, das ist richtig insofern, dass die Qualität hoch ist. Wir sagen, noch hoch ist. Und wenn man die vergangenen 5-6 Jahre anschaut, sieht man aber auch, dass vieles unternommen worden ist, um eben die Bildungsqualität zu schmälern, weil man musste Geld sparen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Zwangsferien. Man wollte Schulen schliessen, das ist dann schlussendlich verhindert worden. Man wollte Musikschulbeiträge erhöhen, hat es ein Referendum gegeben. Also die Bildung ist unter Druck. Jetzt einfach zu sagen, es sei alles okay, das stimmt für einen Moment. Wir wollen es aber eben für die Zukunft. Und wir wollen nicht mehr jedes Jahr wieder müssen über einzelne Schulen, über Zwangsferien oder über höhere Gebühren müssen diskutieren. Wer also keine Zwangsferien mehr will, der sagt Ja zu dieser Bildungsinitiative. Jetzt sagen aber auch die Regierung und auch das Kantonsparlament, die sagen ganz klar Nein, das brauchen wir nicht. Was erwarten Sie am 23. September für ein Resultat? Ich glaube, Bildung ist im Fokus gestanden in den letzten paar Jahren immer wieder. Man hat von bürgerlichen Parteien auch immer wieder gehört, dass es eigentlich schwierig ist, dort zu sparen. Wir wollen das nicht unbedingt, aber wir müssen jetzt halt einfach. Es ist nicht anders möglich. Ich glaube, die Bevölkerung hat das sehr stark wahrgenommen. Auch natürlich mit eigenen Kindern, aber auch wenn man sonst zum Beispiel in der Wirtschaft tätig ist, eben in Form von Berufsbildung. Da ist man nicht mehr bereit, weiterhin Bildung eigentlich der Finanzpolitik auszusetzen, dass Bildung ein Spielball von der Finanzpolitik ist, von dem haben die Leute genug. Und da gehen wir davon aus, dass da wirklich auch eine grosse Zustimmung dann aus dem heraus erwächst. Jetzt ist die Bildungsinitiative ja eine von 3, die die Luzerner Allianz für Lebensqualität ins Leben gerufen hat. Die Gesundheitsinitiative, die ist bereits gescheitert an der Urne. Die ÖV-Initiative, da hat sich auch gerade der Regierungsrat dagegen ausgesprochen. Warum habt ihr 3 wirklich so Initiativen lanciert? Also alle 3 Initiativen haben eigentlich etwas gemeinsam. Sie wollen den Service Public, also die Leistung vom Staat gegenüber der Bevölkerung, sicherstellen. Und es ist nicht nur auf Bildung bezogen in den letzten Jahren sehr viel abgebaut worden, sondern auch in Bezug auf Gesundheit und auch in Bezug auf den ÖV. Dort geht es nicht unbedingt um einen Abbau, sondern darum, dass Projekte einfach auch verschoben werden, dass man immer weniger von diesen eigentlich geplanten Projekten umsetzen kann, wenn einem das Geld fehlt. Und in der Gesundheitspolitik ist es halt ein bisschen komplizierter auch, weil es da dann sehr stark auch über Prämienverbilligung zum Beispiel läuft. Das sind also indirekte Effekte. Und dort, das müssen wir sagen, ist uns mit der Initiative nicht gelungen, den Leuten wirklich aufzuzeigen, dass sie von dem Abbau direkt betroffen sind und dass unsere Initiative diesbezüglich eine Antwort bietet. Bei den Bildungsinitiativen ist das einfacher. Die Leute haben das 1:1 auch miterlebt. Sie haben das gesehen. Es geht darum, dass Schulen zugehen. Es geht darum, dass Kinder in die Schule können, Zwangsferien herrschen. Also da sieht man, dass der Abbau stattfindet. Habt ihr nicht Angst, dass ihr jetzt wirklich einfach extrem viel Energie reingebt und am Schluss werden alle 3 Initiativen abgelehnt? Das ist Teil des politischen Geschäfts. Wir sind natürlich diesbezüglich nicht in der Mehrheit im Kantonsrat und in der Regierung. Das ist auch der Grund, wieso wir die Initiative müssen lancieren müssen, weil sonst wäre sie einfach über die Regierung schon so gelaufen. Sonst hätten wir eine bessere Politik im Kanton Luzern, wenn wir eine Mehrheit hätten. Also wir nutzen hier die direktdemokratischen Mittel. Das ist eine Form von Oppositionspolitik, die eben auch wichtig ist, dass man hinsteht und sagt, dass man nicht zufrieden ist, dass man nicht einverstanden ist mit der Art und Weise, wie es im Moment läuft und entsprechend auch die Bevölkerung dazu aufruft, sich hinter einem zu stellen und diesbezüglich wirklich eine andere Politik einzuleiten und den Kanton Luzern eben auch entsprechend in Zukunft wieder positiv können prägen. Aber eben, es könnte sein, dass er am Schluss einfach mit leeren Händen dastehen und alles war für nichts gewesen. Alles ist nie für nichts in der Politik. Das ist wichtig auch, dass wir die Diskussion prägen, dass wir in der Öffentlichkeit jetzt auch über das diskutieren können. Interviews, wie ich es jetzt gerade führe mit Ihnen, sind wichtig, dass man das auch miteinander diskutiert, dass man auch sieht, was da passiert und dass man das auch auf der politischen Bühne miteinander diskutiert und auch klar sieht. Also auch wenn es schlussendlich eine Ablehnung gibt, dass es vielleicht gleich 40-45% der Leute sind, die nicht einverstanden sind. Das ist eine Anzahl, das hat immer auch einen Effekt. Das hat einen Effekt auf zukünftige Entscheidungen und auf die Art und Weise, wie wir zukünftig werden den Kanton Luzern gestalten. Wir werden es sehen, am 23. September sind Abstimmungen. Danke vielmals, Urban Sager. Danke vielmals.